Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich dir meine Häkelprojekte von der Woche zeigen. Dienstags kommt ein Video zum Diamond Painting und samstags ein Video zu meinen Handarbeiten, Häkelarbeiten. Ja, ich bin ein bisschen am Überlegen, ob ich meine Häkelsachen vielleicht nur noch alle 14 Tage zeige, weil das momentan recht große Projekte sind und ja, ich in der Woche halt immer nur dann ein paar Reihen schaffe und ja, das ist halt mit einem Tuch ein bisschen anders, da kriegt man halt ein bisschen mehr geschafft, als wenn man sich ein Kleid häkelt zum Beispiel. Du kannst mir gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare schreiben, wie du dazu stehst, wie du das siehst, ob es dir auch so in Ordnung ist oder. Ja, du hast gesehen, ich habe nur 3 Projekte hier stehen. Einmal das Kleid, einmal hier mein kleines Bündchen. Das muss noch größer werden, aber das habe ich die Woche auch schwerst vernachlässigt. Da kam ein bisschen mehr wie die Hälfte dazu. Aber wie gesagt, ich habe es vernachlässigt. Das hier häkle ich ja aus einem Rest von einem Garn von Miss Pimpinella. Das ist hier der Grünton. Ein vierfädiges Garn. Das hatte 900 Meter. Aus dem Rest, der hier fehlt, wurde ja ein Herzchentuch. Und ja, jetzt wollte ich daraus schon mal die Bündchen machen. Einmal für meinen Halsausschnitt und für die Handgelenke sozusagen und einmal unten am Pullirund. Ich denke, dafür reicht das ganz gut. Das häkle ich mit einer 4er Nadel. Ja, und du hast ja gesehen, ein bisschen mehr wie die Hälfte kam jetzt da dazu. Das hier soll eigentlich der Kragen werden, also der obere Teil des Pullis. Das möchte ich versuchen, so als ein V dann zu arbeiten. Und da brauche ich halt noch ein bisschen. Mal gucken, ob ich das schaffe, wie ich mir das vorstelle. Ich sehe recht viele Pullis, die so sind. Oder man macht es so fest, aber das schaue ich dann, wenn ich soweit bin. Ja, ich wollte es einfach mal ausprobieren und testen. Ja, dann hast du gesehen, ich habe hier noch mein Kleid liegen. Die Hexagone von dem Kleid habe ich ja mit der 3er Nadel hier gehäkelt. Und der Rock, der unten dran kommt, wird mit einer 4er Nadel gehäkelt. Das kann man jetzt gar nicht mehr so gut sehen. Ich glaube, so sieht man es noch ein bisschen, weil die Nadel ist schon ganz schön alt. Das ist einmal der erste Rest von dem ersten Hexagon und da unten ist noch das zweite Knäuel als Rest von dem zweiten Hexagon. Sieht man gar nicht so gut. So sieht man es. Ja, das ist einmal Flowers Moonlight, Yarnart, Baumwollepack und einmal Metallic ein bisschen mit drin. Und die hatten beide 1000 Meter. Und wie gesagt, daraus wurden dann 2 gleiche Hexagone gehäkelt. Ich habe mir da so ein kleines Muster mit reingemacht und ja, dann zusammengehäkelt für den Kopf, Halsbereich, Platz gelassen und dann hier den Rock angefangen zu häkeln. Also die Hexagone gehen bis hier
Und das da wird dann jetzt schon der Rock. Der trillert sich jetzt so ein bisschen, der geht auch so ein bisschen breiter auseinander. Das ist aber ganz normal, weil ich ja auch eine Nadel stärker größer genommen habe. Weil ich wollte, dass das einfach ein bisschen lockerer über den Po fällt. Genau, ja. Da sind auch ein paar Reichen dazugekommen. Letztes Mal habe ich es dir hier gezeigt, also letzte Woche. Und der Abschnitt hier, der kam dazu. Ja. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich bin. Weil das sich halt so ein bisschen trillert. Hier. Ja, doch ganz in Ordnung, finde ich. Ich versetze die Markierung, damit ich es dir nächste Woche oder auch, wie gesagt, dann vielleicht in 14 Tagen, vielleicht mit einem viel weiteren Fortschritt zeigen kann. Ja, mal gucken, wie da deine Meinung zu ist. So, ja, aber so gefällt er mir wirklich gut. Hat so ausgestellte Ärmelchen, so aber Dreiviertelärmel, kein Langarm. Und da kann man ja dann so ein Shirt zum Beispiel drunter ziehen. Oder. Da sind ja keine Grenzen gesetzt. Da kannst du das anziehen, mit dem du dich wohlfühlst. Also drunter. Ich würde immer was drunter ziehen, da man durchschauen kann. Ja? Deswegen am besten immer was drunter ziehen. Ja, das war das zweite Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Obwohl ich bin eigentlich ganz zufrieden mit den fast 5 cm hier. Ist okay. Ich habe eigentlich gedacht, ich hätte daran weniger gearbeitet. Ja. Und dann habe ich noch hier meine Weste. Das ist einmal das Garn von Katrinchen Kirschblüte. Sie hat auch einen wunderschönen YouTube-Kanal und ganz viele tolle Anleitungen. Da kannst du gern mal schauen gehen, falls du sie noch nicht kennen solltest. Sie hat auch einen Etsy-Shop und da ist der Boppel her. Das ist die Drachenkönigin, 1000 Meter vierfach, 50 Baumwolle, 50 Polyacryl. Und das sind die Unicatis Boppel. Ja. Und da ist noch diese Seite sozusagen übrig. Es geht nachher von dem Beereton ins Schwarz über. Wobei beim Schwarz bin ich ein bisschen am Schauen, ob ich da dieses komplett Schwarz noch dazu nehme, ob ich hier bei den Farbwechsel halt noch dazu nehme und dann vielleicht aufhöre, weil ich wollte gerne noch eine Umrandung um die Jacke machen. Und ja, da weiß ich dann noch nicht, was ich nehme, ob ich da zum Beispiel, ich habe noch Vanille und Weiß habe ich noch als einzelne Garne. Das hatte ich mir mal gekauft bei ihr. Und das dann einfach nehme, weil sich das halt hier fast in der Hälfte der Jacke halt widerspiegelt. Oder ob ich wirklich hingehen soll und das Schwarz nehmen soll für die Umrandung. Aber ich glaube, das wäre an den Armen hier ein bisschen hart, wenn das nur das Schwarz wäre. Ja, da kannst du mir auch gerne mal deine Meinung dazu schreiben, was da besser aussehen würde. Denn hier die Umrandung, also einmal drumherum und einmal an den Armen, wollte ich gerne noch ein Muster dran häkeln. Ja, hier habe ich geendet und die Reihen kamen dazu. Ja, das ist auch ein schönes Muster, das gefällt mir auch
Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob das einen speziellen Namen hat oder ob das einfach nur der Granny Stitch genannt wird. Das weiß ich nicht. Das Ganze häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Die tue ich jetzt gerade mal aus der Hand. Und dann versetzen wir noch den Maschenmarkierer oder den Reihenmarkierer. Weil die Masche ist ja hier mit ihm markiert. So. Ja, und dann habe ich noch eine Reihe an meiner Sternenweste gehäkelt, aber die habe ich noch im Auto. Die hatte ich bei einem Termin dabei und habe sie jetzt aber vergessen rauszuholen. Ich bin immer ganz froh, dass ich manchmal die Sachen noch im Auto stehen habe, denn wenn es dann länger dauert, hat man einfach was dabei, womit man sich ein bisschen beschäftigen kann. Denn ja, ich bin so jemand, ich habe die Hände immer gerne beschäftigt und da passt das dann ganz gut, wenn man sowas noch im Auto liegen hat. Ja, genau. Ja, das waren meine Projekte von der Woche. Ich hoffe, dir hat der kleine Rückblick gefallen. Und schreib mir gerne an, was du gerade arbeitest, was dein Hobby ist, womit du dir die Zeit vertreibst. Vielleicht ist ja auch noch eine neue Anregung dabei. Und es ist immer schön, sich so ein bisschen auszutauschen. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, du hast noch ein wunderschönes Wochenende und einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Mach's gut. Tschüss.